Oh, sieht schlimm aus. Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Noire. Wir haben einen neuen Fall. Wir sind ja jetzt auch anscheinend beim Morddezernat. Kann ja nur so sein, wenn wir einen Mordfall untersuchen müssen. Wir ermitteln sozusagen im Fall der Black Dahlia, beziehungsweise einem vermutlichen Trittbrettfahrer. Aber wir sind wohl der Meinung, dass es derselbe Täter ist. Und jetzt wurden wir hierher geführt zum Bamba Club und da gehen wir auch jetzt rein und befragen mal die Leute. So richtig einladend sieht er ja nicht aus. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I Wäre mal nett. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Auch nicht schlecht. Du bist, du arbeitest gerade. Hier nicht Bargeld. Können wir uns das mopsen? Okay, dann befragen wir den mal. Wer ist er hier? Das ist ein anderer. Den können wir wahrscheinlich nicht befragen. Was ist denn hier vorne eigentlich? Eine Rezeption? You going to pay for that? House officer. Okay, du hilfst uns nicht weiter. Also gehen wir mal befragen. Another. You ought to meet your buddy. Nice. Wo ist er denn? Der müsste ja alleine sitzen eigentlich. Ach, da hinten sitzt er ja am Riesentisch. Für sich ganz alleine. Heutzutage würde ein Laptop noch Phelps, dastehen. LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Okay. Ob er weiß, ob ein Verdächtiger gesehen wurde, also mit dem Opfer? Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Okay, glauben wir ihm das mal? You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Oh ja, das wäre praktisch. I think this could be a great help, sir. Thank you. Mal gucken, was er uns noch sagen kann. Okay, genau, was mit dem Ring passiert ist. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring. On the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Glaube ich auch mal. Was it valuable? Could it be motive for her murder? Who could say these days? I think it had more sentimental than monetary value. Okay, natürlich müssten wir jetzt auch noch was über den Ehemann erfahren. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit.
Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Das machen wir mal anzweifeln, weil der hat so komisch So if it wasn't reagiert. Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get on to Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up, like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but I got no answer. Thanks, Mr. McCall. You've been a big 2 help. von 3 One richtig. more thing. Would you have an address Oh, for Mann. Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Fahre ich jetzt zu ihr nach Hause? Am besten. Obwohl, wir lassen mal das Autokennzeichen überprüfen. Hier muss doch eigentlich irgendwo auch ein Telefon sein. Irgendwo. Vielleicht an der Rezeption vorne, habe ich gar nicht drauf geachtet. Überall Gäste. Kann man die Jukebox benutzen? Ach, da wird mir ja angezeigt, wo ein Telefon ist, oder? Vorne bei der Rezeption. So wie ich geraten habe jetzt. Warum läuft er jetzt nicht weiter? Ah, jetzt. Irgendwie steht er. Der dreht sich nicht um. Ich komme nicht weiter. Jetzt. Say, honey, what time do you get off working table? Let's get out of here. Nein, nicht raus. Ich brauche das Telefon. The stool was just starting to warm up nicely. Hier steht doch ein Telefon. Muss ich sie vielleicht vorher fragen? I started my shift 20 minutes ago. You're better off talking to the bartender. Ich will nicht mit dem Barkeeper sprechen. Ach, da, Münztelefone. Warum nehme ich das nicht? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Wäre nett. Please. Thanks, ma'am. Okay, dann fahren wir jetzt zu der Wohnung von der Black Dahlia, wollte ich gerade sagen, von der Celine. Lassen wir unseren Partner wieder fahren, weil ich habe jetzt keinen Bock auf Streife fahren oder sowas. Vor allem, er setzt sich jedes Mal Go dahin. over the case notes. Ach, wir können ja auch gar nicht woanders hin. Where are we headed? You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and their medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Tja, recht hat er, ja. Der Alkohol vernebelt nun mal. Der kann sich dann wahrscheinlich nicht auf den auf die Ermittlungen, wollte ich sagen, konzentrieren. Jetzt warten wir mal ab. Oh, schönes Häuschen. Sieht ein bisschen runtergekommen aus. Mal sehen, was uns der Ehemann sagen kann. I'll try the back door. Wait here a second.
Oh, sieht schlimm aus. Da ist jemand scheinbar eingebrochen und wer weiß, wo der Ehemann jetzt steckt. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier sieht es aber auch schlimm aus. Ach, wieder ein Rückblick von der Zeitung über den Psychiater. Nee, doch nicht. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Oh, der Psychiater entpuppt sich immer mehr zum Psychopathen. Passt jetzt zu Psychiater. Nein, Scherz, das war gemein. Anscheinend stiftete andere Leute an, um halt Verbrechen zu begehen und setzt sie unter Medikamente. Und jetzt ist einer total frustriert. Beziehungsweise weiß nicht, was er machen soll. Was haben wir hier Schönes? Nichts. Kann man den Schrank aufmachen? Ja, auch nicht. Oh, wir haben kein Spiegelbild, oder? Nö. Das ist ja doof. Wir sind ein Vampir. Ich finde keine Hinweise mehr. Hier steht Essen auf dem Boden. Lauter Bierflaschen. Vielleicht hat er selber das Fenster eingeworfen. Sieht aus, als hätten hier ein paar gezockt oder hat er mit sich selber gespielt. Liegt wieder in der Zeitung, aber es ist anscheinend keine, die wir anklicken können. Ne, sieht schlecht aus. Haben wir hier irgendwo was? Wir finden irgendwie keine Hinweise. Hier ist das Fenster. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Auch nicht schlecht. Schon wieder eine Alkoholflasche, aber die bringen uns sicherlich auch nicht weiter. Wir brauchen Hinweise. Nach was die zum Beispiel gesucht haben. Obwohl, die Scheiben liegen innen, also muss doch von draußen jemand aufgestemmt haben. Mit einem Brecheisen, wie er gesagt hat. Hängt ein Zettel am Kühlschrank. Wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich in Apartment 2. 100 Drive, da, Jacob. Ach, da ist er, also. Serena and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband. Jacob could give us something to go on. Denke ich mal auch. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Nachbarn befragen, aber erstmal gucke ich noch weiter. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas hier. Galloway, Das hilft uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union.
Hier sieht echt übel aus, also... Die haben in der Wäsche gewühlt. Was könnte sich da verstecken? Was ist das denn? Ein Föhn? Scheinbar. Sieht komisch aus. Aber so sah der wahrscheinlich in der Zeit damals aus. Ich glaube, hier finden wir auch nichts mehr. Bringt auch nicht weiter zu durchsuchen. Ah, eine Schmuckschatulle. Die ist leer. Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Okay. Ich habe ja hofft, dass er da drin ist. I doubt it. Ja, hätte ja sein können, dass das auch noch ein Hinweis ist. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal den Nachbarn befragen. Gucken, was die uns erzählen können. Hoffentlich was Interessantes. Er wartet schon beim Auto. Welchen Nachbarn fragen wir denn? Den direkten hier. Blaue Haus. Mal sehen, ob es das richtige Haus ist. Da läuft einer. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Oh, die weiß aber gut Bescheid, wann wann die das Haus verlässt. Die muss ja die ganze Zeit am Fenster hängen. Jetzt setzt sie sich hin. Können wir jetzt noch weiter mit ihr sprechen? Wäre ja noch interessant, oder? Ob sie Hinweise hat, außer das ein bisschen, was sie uns gegeben hat. Please. Okay, sie kann uns nichts mehr sagen. Kommen wir bei ihr ins Haus? Nee, können wir auch nicht. Hätte ja sein können. Mal schön ins Haus einbrechen und ein bisschen klauen. Jetzt fahren wir mal weiter. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. I don't need this. You're behind the wheel. Fahren wir mal zum Where Apartment. exactly are we going? He's dull as dishwater. I'm not with him for the conversation. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. Skipper says bring him in and keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Genau, es könnte trotzdem immer noch derselbe Killer sein wie bei der Black Dahlia. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, was uns der Jacob zu sagen hat. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Okay, fellas, we go in hard. You follow my lead. Oh, doch nicht. Müssen wir doch hinterher. Machen wir das doch noch jetzt. Schon gleich die Knarre jetzt, obwohl. Okay, dann sage ich mal, wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch glaubt, dass es der Black Dahlia Killer ist oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao.